Hallo zusammen, willkommen auf Mountainbike News und der Eurobike 2024. Ich stehe hier mit dem Friedemann von Bulls und der Friedemann, der wird uns jetzt einiges erzählen, denke ich, zum Wild Edge Team in der neuen Rahmenplattform, wie ihr sehen könnt. Aber Friedemann, bevor ich zu viel vorne wegnehme, was gibt's Neues, was kannst du uns erzählen zum Fahrrad? Ein völlig neues Fahrrad, Mitch, gibt's hier. Nein, Spaß beiseite. Wild Edge Team sollte jedem eigentlich ein Begriff sein, zumindest jedem, der ein bisschen Rennsport- und Marathon-affin ist. Das Arbeitsgerät unseres Rennteams, schon seit bestimmt 10 Jahren in verschiedenen Varianten, und für 2025 haben wir das Rad komplett neu aufgelegt. Also es ist eine völlige Neuentwicklung in jeder Hinsicht. Klar, immer noch Vollcarbonrahmen braucht man bei einem Racing-Modell nicht zu sagen, aber vor allem mit einer völlig neuen Hinterbautechnik. Falling Swing Arm, wie wir das nennen. Wir haben einen einteiligen Hinterbau, der schön viel Steifigkeit generiert, aber ein Linkage mit 4 Drehpunkten, um dann richtig gezielt die Hinterbau-Performance rauszukitzeln. Ja, sehr interessant. Das Wild Edge Team ist sozusagen das Topmodell, das ihr anbietet. Preispunkt sehen wir hier, 6.999 €. Friedemann, wo steigt man denn ein, wenn jetzt ein Zuschauer sagt, das ist mir ein bisschen too much? Wo geht's denn los beim Wild Edge? Exakt bei 3.599 € geht's los mit dem normalen Wild Edge. Und das Coole daran ist bei uns, der Rahmen ist wirklich exakt der gleiche. Keine anderen Fasern, keine anderen Layups, sondern wenn man das Rad für 3.599, das Einstiegsmodell in die Wild Edge Serie holt, dann hat man wirklich die Technik, die auch beim Topmodell und im Rennsport verwendet wird. Ja, was man auch noch erwähnen kann auf jeden Fall ist, das Fahrrad ist auch im Federweg etwas gewachsen. Also wir haben jetzt 120 mm an der Front und am Heck. Also vorher waren es ja 100 mm und ich denke mal, das wird mit in Anbetracht der, gestiegenen Anforderungen im Cross-Country World Cup sein, oder? Ja, auf jeden Fall auch. Ich meine, unser Team ist vor allem marathonmäßig orientiert, aber wenn man sich die aktuellen Cross-Country-Kurse anguckt, wo wir auch einen Fahrer am Start haben im Leon Kaiser, das ist schon echt brutal geworden. Also ja, wir haben den Hub vorne und hinten aufgebohrt um 2 cm und ist vielleicht auch für den einen oder anderen, der nicht völlig race-orientiert unterwegs ist, sondern ich sag mal so ein bisschen in Richtung Downcountry geht oder ein bisschen mehr auf Trail-Performance seinen Wert legt, dann ist das Rad dafür sicherlich auch ganz gut gerüstet. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist das Cockpit, also die Vorbau-Lenker-Kombination, die kommt ja aus eurer Feder, Rumble nennt sich das Ganze. Kannst du da vielleicht noch ein Wort zu verlieren? Ja klar, auf jeden Fall. Wir haben letztes Jahr schon so ganz langsam angefangen und für 2025 machen wir es richtig. Mit Rumble haben wir eine eigene Performance-Zubehör-Teile-Linie, sag ich mal. Da gibt es Laufräder, Dropper-Posts, Pedale, verschiedene Vorbauten und Lenker und eben die hier verbaute Rumble Ultimate Pro Carbon, eine Lenkervorbaueinheit aus Vollcarbon, die optisch, glaube ich, echt schick geworden ist, ergonomisch vom Team sehr gelobt wird. Schöne Kabelintegration komplett und ja, dann auch gewichtstechnisch ein echtes Schmankerl ist. Ja. Sehr wichtig für alle, die so ein Fahrrad erwerben möchten. Ab wann können sie denn bestellen oder im Handel kaufen? Sollte Ende des Jahres, also November, Dezember, sollte es eigentlich verfügbar sein. Ziel ist es definitiv zweite Hälfte letztes Quartal des Jahres, also noch vor dem Jahreswechsel in den Geschäften stehen zu haben. Also sehr bald. So ungefähr, ja. Ja. Also es geht bald los. Friedemann, ich würde sagen, da bedanke ich mich erstmal recht herzlich für all die Details, die du uns jetzt gegeben hast zum neuen Wild Edge Team. Alles Weitere dazu findet ihr natürlich in einem ausführlichen Artikel dazu. Und wenn euch das Video mit mir und Friedemann gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da und ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich nochmal. Friedemann. Mitch, danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschö. Ciao.